Über was spricht der Markt? Inflation, Inflation und nochmal Inflation. Und Aktien trotz aller Schlaglöcher auf Höchstständen. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Letzte Woche habe ich noch recht locker über die Ernüchterung bei der Inflation gesprochen. Das war das Thema schlechthin in den letzten Tagen. Vor allem die relativ hohe Kerninflation. Hier spreche ich über den Konsumentenpreisindex oder kurz in Amerika genannt CPI. Vor allem der Unterschied zwischen CPI und US-Deflator. Das waren die Hauptdarsteller auf der großen Bühne. Was ist jetzt der Deflator? Das ist der Referenzwert, auf den sich die FED bezieht. Das ist die untere dunkelblaue Linie. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier Unterschiede. Also Inflation ist nicht gleich Inflation, obwohl wir über die Kerninflation sprechen und in beiden Fällen sind Energie und Lebensmittel nicht inkludiert. Was sind die Gründe dafür? Natürlich die Berechnungsmethode. Es ist die Gewichtung von Gütern und Serviceleistungen unterschiedlich. Ein wesentlicher Anteil dabei ist die Gewichtung der Mietkosten. Und der dritte Punkt, die Auswahl beim PCE-Deflator ist viel breiter, das heißt viel mehr Güter und Produkte oder auch Dienstleistungen sind im Index vorhanden. Während Gesundheitskosten bei den Produzentenpreisen und im PCE-Indikator sich sehr ähnlich auswirken, mit wenig Schwankungsbreite und Abweichung ist das beim Konsumentenpreis gänzlich unterschiedlich. Die Ausschläge sind wesentlich stärker. Der Markt ist verunsichert. Die Diskussion geht bis zum 29. Februar weiter. Das ist das Datum, wo der PCE-Deflator veröffentlicht wird. Und damit ein weiterer Baustein für die Entscheidungsfindung der Notenbank vorhanden ist. Die EZB ist dagegen uneins. In ihrer Aussage einerseits warnt die deutsche Stimme Frau Schnabel erneut davor, die Zinsen in der Eurozone zu früh zu senken. Andererseits stellt sich der französische Vertreter den Äußerungen entgegen. Er warnt vor allem, zu späte Entscheidungen führt zu übermäßigen Korrekturen. Wie sieht es da im Augenblick aus? Trotz der Uneinigkeit in Europa geht der Markt davon aus, dass die EZB in 2 Jahren voll auf Kurs ist. Ihr könnt das daran erkennen, dass in 2 Jahren die Erwartungen der Leitzinsen bei rund 2,25% liegt und damit im Bereich der 2%. Diesmal beginnt die Skalierung beim neutralen Wert, den die Notenbanken mehr oder weniger im Fokus haben. Die dunkelblauen Balken stellen die Markterwartung für die US-Leitzinsen dar. Da sind wir noch weit über den angepeilten Zielwerten. Apropos, abgesehen von schwächeren Einzelhandelszahlen sprach zuletzt viel für spätere Zinssenkungen. Im Normalfall wäre damit eine Zitterpartie oder zumindest mehr Gegenwind für Aktien zu erwarten. Aber der amerikanische und der deutsche Index sind auf Höchstständen, während der japanische Markt nur noch knapp unter den Wert von 1989 liegt. Also, an was liegt es? Ein Blick auf Europa zeigt nach wie vor attraktive Bewertungen und hohe Dividendenrenditen, vergleichbar mit der von Anleihenerträgen. Wenn ihr auf die Grafik schaut, das rechte Bild zeigt die Berichtssaison in Europa. Hier haben bereits 40% berichtet. Zwar gab es einige Überraschungen, aber in Summe fehlt noch einiges. Und wie ihr seht, im zweiten Halbjahr gibt es Verbesserung. Ein Blick über den großen Teich zeigt hohe Bewertungen, geringe Dividendenrenditen, die Umsätze steigen mäßig und auf der Ertragsseite sind es vor allem Versorger, Konsumwerte oder Kommunikationsservices, die besonders profitieren. Der Ausblick verbessert sich sukzessive bis zum Jahresende und hier ist der Aufwind schon seit einigen Quartalen vorhanden. Kurz gesagt, Geduld und Hoffnung auf sinkende Inflation und Leitzinsen sind der Treibstoff für die aktuellen Höchststände. Mit diesen Infos verabschiede ich mich für heute. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Von mir alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.